in den Chefetagen börsennotierter Konzerne, da hat man nun nicht den Eindruck, als würde dort unbedingt ein nachhaltiger, moderner Führungsstil gepflegt. Wie sehen Sie das? Wie weit ist man da mit einem Umdenken? Was ist da angekommen? Und vor allen Dingen auch, inwieweit sollten sich Manager bewusst sein, dass sie ja auch eine Art Vorbildfunktion haben für viele andere, die vielleicht auch an diesem Prozess sind, umzudenken? Das geht sicherlich vielen von uns so, dass wenn wir sozusagen uns den Status quo der großen Institutionen nicht nur im Wirtschaftsbereich angucken, dass wir da so ein bisschen was vermissen. Ja? Also dass wir da so ein bisschen was vermissen, jetzt nicht nur Kosten runter, klein, klein im Mittelfeld, sondern wo wir vielleicht dieses Gefühl, was ich davor versucht habe anzusprechen, sozusagen, wohin führt eigentlich der neue Weg und wie kommen wir dahin, also wo eigentlich diese neue Richtungsgebung stärker wahrnehmbar und begehbar wird. Und es ist aber natürlich auch, das ist, sagen wir mal, die Außensicht. Wenn man sich jetzt reinversetzt in die Schuhe dieser Leute, ja, die sind auch nur getrieben. Ja, die sind sozusagen getrieben von den Kapitalmärkten. Und das ist ja doch sozusagen, das ist ja nicht, dass da nicht vielleicht hehre Absicht am Werk ist, sondern sozusagen, das ist da der Mechanismus. Und was mich eigentlich am meisten erstaunt, ist, wenn wir uns angucken, die Bruchlinien zwischen Realökonomie und Finanzökonomie. Warum? Ja, seitens der Industrie und seitens aller Leute, die wirklich Werte schaffen mit dem, was sie tun, und das ist die überaus überwiegende Mehrheit nicht nur der Bevölkerung, sondern der Wirtschaft. Wieso wir uns da nicht besser organisieren und sozusagen dieses Finanzsystem, was eigentlich der Realökonomie und den Innovationsprozessen dienen sollte, nicht nur sozusagen wirtschaftlich, letztendlich auch in der Gesellschaft, sozusagen in unserem Erziehungs-, Bildungs-, Ausbildungssystem und so weiter, wieso da eigentlich die kontraproduktiven Effekte, jetzt mal gelinde gesagt, die wir und eigentlich die Plünderung der gesellschaftlichen Ressourcen und Reserven, die wir in den USA, aber teilweise auch hier erlebt haben, wieso das nicht stärker angegangen wird, weil den Schaden sozusagen, der durch die Rohstoffspekulation und so weiter entsteht, den tragen die Industriekonzerne. Ja? Und trotzdem sozusagen, da ist ein Interessenkonflikt in der Gesellschaft und in der Ökonomie, in der Wirtschaft da, der überhaupt nicht thematisiert wird. Das verstehe ich nicht. Das würde ich gerne direkt weitergeben an Sie, Herr Lies. Getriebene sind die Bosse großer Konzerne. Das muss man aber ja leider vielleicht auch für Politiker sagen, weil die könnten ja theoretisch den Hebel ansetzen, tun es aber vielfach nicht, weil sie auch Getriebene sind. A few points on this very important intervention. We are all reasonable people, or at least we think we are. But humans are not rational beings. They are emotional beings first and rational beings second. So we can dissect these questions very intelligently, but the ultimate question which drives this is power and interest. And if you look at what is happening in the United States, for example, on the Waxman-Markey bill on climate, but also on any attempt to strengthen regulations and so on, you see the interest groups at work. You see the consequences of an electoral financing system at work, and unless you understand the power relations, you can't understand why nothing happens. And your question about why is the financial system not an instrument for other purposes is answered in part that the financial system has now reached such a level of importance that it has infiltrated the decision-making processes of the whole society. And that's why it's so difficult to go backwards. Aber sehen Sie einen Punkt, wo man ansetzen kann? Sehen Sie einen Punkt, wo man ansetzen kann? What you can do about it is very difficult, and the public is extremely fed up. In America, they call it Main Street. Main Street is really disgusted by what has happened in the financial sector, but that has not fed into the process. And I would just add one other point, following from what our friend here has said. If we get into the emotional business, the question is, how have we reacted to this crisis? And the answer is, we spent a lot of time in denial, which is the first phase of an animal responding to a threat.
many people could see the financial crisis coming, but we denied it. And I just make one simple point, that we've had financial crises roughly every 10 or 12 years, and we always come through them, whether they're a V or a U or a W, we'll always come back again. And so we've got used to it. But when we have a climate crisis, you don't get a second chance. And you cannot wait until it hits you to act, because by the time the public sees it head on, it's too late to do anything about it. And this is where leadership in our political system becomes crucial, because if our leaders cannot explain to the public that these are urgent questions of sustainability, climate, energy, etc., then I fear that we're running into even worse troubles than we have now. Herr Blom, Sie wollten sich äußern. Ja, weil was Otto gesagt hat, stimmt. Man merkt, einerseits bei den Banker ist Full Denial. Die sind richtig noch viel beschäftigt mit, was ist eigentlich passiert, ist fast traumatisch. Und man merkt, dass man mehr gute Diskussionen hat mit den Leuten außerhalb der Bankensektion. Die haben vielmehr das Gefühl, das stimmt irgendwo nicht, das muss anders. Aber dann, das ist das eine. Aber das andere ist, dass viele Menschen noch denken, da gibt es der Banken, da gibt es der Politik und die müssen das lösen jetzt mit den Banken. Aber wir sind auch Bank. Die Banken bestehen nicht ohne uns. Und das ist noch diese Frage, die jetzt bei vielen Leuten lebt, aber die Bewusstseinsschritt, dass die eigentlich bestimmen, ob da Banken gibt oder nicht, das muss jetzt kommen. Und ich glaube, was wir gemerkt haben, auch mit vielen Kunden, die zu uns gekommen sind, wir haben schon viele Jahre gedacht, ich muss mal von meiner Bank nach Triodos Bank gehen. Aber jetzt mit der Krise kommen dann doch viele Leute, die sagen, jetzt mache ich das. Aber das muss noch viel mehr kommen. Nicht nur nach uns, nach vielen Banken. Wir können das alles nicht alleine. Aber dieser Schritt ist noch nicht genommen. Und das muss die nächsten Jahre, diese, sag mal, Anger, die da ist bei vielen Leuten, die muss ja umgesetzt werden in das Idee, da ist nicht die Bank, ich bin die Bank und ich kann als kleine Banker, ja, kann ich da auch eine Änderung bewirtschaften. Und so weit sind wir noch nicht. Da muss noch ein bisschen weiter Bewusstsein kommen und hoffentlich kommt das die nächsten Jahre. Anders wird es nicht ändern. Die Politik und die Banken zusammen werden es nicht ändern.